Schon während der Schulzeit war es ein Traum für mich, Bergführerin zu werden. Aber ich habe mein Abitur in Darmstadt gemacht und es ist ziemlich weit weg von den Bergen. Alle haben immer gesagt, ja, du und Bergführerin, nein, mach was Gescheites, du hast so gute Noten in der Schule. Und das war so die Einstellung, man muss irgendwie was Schwieriges studieren, wenn man gute Noten hat. Aber meine Lebensphilosophie war schon immer viel mehr, meiner Passion nachzugehen, dem nachzugehen, was ich mag. Und das ist einfach das Bergsteigen. Ich bin Caro Nord, ich bin 28 Jahre alt, Bergführerin und Profi-Alpinistin und einfach immer am Berg unterwegs. Also die Bergführerausbildung geht 3 Jahre lang, wenn man alles auf Anhieb besteht, sonst verliert man immer ein Jahr. Und am Anfang waren wir mehrere Mädels in meinem Jahrgang, am Ende war ich nur noch die Einzige, aber ich habe im Endeffekt nie irgendwie negative Auswirkungen davon gespürt oder andere Behandlung, sondern die waren alle saufair zu mir und fanden es eigentlich eher cool, dass ein Mädel dabei ist. Also während die Kollegen mich voll gleich behandeln, gibt es so bei Gästen schon immer wieder auch Skepsis. Und zum Beispiel, dass wenn wir uns am ersten Abend treffen, dass dann der Kommentar kommt, wir hatten aber einen Mann und deutlich älter erwartet. Oft sage ich da gar nichts zu. Was soll man denn dazu sagen? Am Anfang war das ziemlich frustrierend, mittlerweile stehe ich da drüber. Und wenn wir im Gelände sind, gibt es dann immer keine Diskussion mehr, weil sie sehen, es funktioniert ja. Aber so diese Vorurteile gibt es schon noch ziemlich viel. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das eigene Risiko genau einzuschätzen und sich dem bewusst auch zu sein und sich das immer wieder bewusst zu machen, dass dieses Risiko existiert, um nicht zu weit zu gehen. Aber klar, wir testen das relativ weit aus. Und dann gibt es, glaube ich, für mich einfach 2 Faktoren. Es gibt einfach die Faktoren objektiv im Gelände, die ich beobachte und die ich mit meiner Erfahrung immer besser analysieren kann. Einfach relativ viel Erfahrung, den ganzen Winter draußen sein. Damit kann man Sachen relativ gut einschätzen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch das Bauchgefühl. Und manchmal sagt mir mein Bauchgefühl nein und ich kann nicht sagen, warum. Und da muss man drauf hören. Das ist was ganz Wichtiges, glaube ich, dass man so auf sein inneres Gefühl auch hört. Und manchmal kann man das nicht erklären und manchmal ärgert man sich darüber. Aber ich habe gelernt, ich muss da drauf hören. Es muss nicht schwierig sein, dass es geil ist. Es kann auch voll leicht und guter Schnee sein und es ist trotzdem genial. Und ich kann nicht immer an meinem technischen Limit unterwegs sein, vor allem nicht psychisch immer ausgesetzte Sachen machen. Das habe ich ganz stark gemerkt. Ich brauche irgendwie manchmal auch Tage, wo ich einfach nur in die Berge, ich sage das so ein bisschen spielen gehe, guten Schnee suchen, fahren, aber nichts Ausgesetztes und nichts, wo der Kopf 100% immer da sein muss und jeder Fehler fatale Folgen hat. Ich suche das, ganz sicher, aber ich kann das nicht jeden Tag machen. Ich brauche diese große Freiheit, aber ich merke schon, dass ich jetzt auch manchmal gern einfach zu Hause, also in der Schweiz, für den ganzen Winter bin und hier unterwegs bin, weil auch hier hat es noch so viele geiles Zeug zu machen und geniale Abenteuer und es tut dann gut, auch mal zwischen Expeditionen mal wirklich irgendwie 4-5 Monate an einem Ort zu sein. An einem Ort, gell? Ich bin schon wieder in der ganzen Schweiz unterwegs.